Neue Nachricht von Konami Hauptquartier. Status: wichtig. Erbitte sofortige Empfangsbestätigung der Nachricht. Neue Nachricht von Konami Hauptquartier. Erbitte sofortige Empfangsbestätigung der Nachricht. Neue Nachricht von Konami Hauptquartier. Status: wichtig. Erbitte sofortige Empfangsbestätigung der Nachricht. Neue Nachricht von Konami Hauptquartier. Erbitte sofortige Empfangsbestätigung der Nachricht. Neue Nachricht von Konami Hauptquartier. Erbitte sofortige Empfangsbestätigung. Mal sehen, was die jetzt wollen. Es könnte endlich die Zeit gekommen sein für den neuen Kartentypen. Guten Tag, Schmirko. Wo immer Sie gerade sind, ich hoffe sehr, dass Sie meine Nachricht schnell ansehen. Wir benötigen Ihre Hilfe. Bei uns im Firmenzentrum ging gestern die Meldung ein, dass eine neue Familie an Monstern entdeckt wurde. Eine recht starke Energiequelle wies auf den Standort der Monster hin. Diese Kreaturen gehören zu den berühmten Phantomrittern. Sie besitzen das Potenzial, ein recht interessantes Deckthema zu werden. Doch wir haben jetzt ein Problem. Die komplette Gruppe der Entdecker der Phantomritter ist seitdem spurlos verschwunden. Jede Kontaktaufnahme verlief erfolglos. Wir haben bislang leider keine Ahnung, ob die Monster selbst damit zu tun haben oder ob sie entwendet wurden. Deshalb gab es eine Krisensitzung im Firmenrat. Anordnung von oberster Etage, die Priorität, sowohl die Leute als auch die neuen Phantomritter zu lokalisieren. Ich habe vorgeschlagen, sie auf die Suche zu schicken, doch der Rat hat beschlossen, die Verantwortung BC und seinen Leuten zu übertragen. Der Rat behauptet, sie wären zu beschäftigt, die Götterkarten zu schützen. Ich persönlich glaube aber, dass sie im Umgang mit neu entdeckten Kreaturen mehr Erfahrung besitzen. Deshalb bitte ich Sie inoffiziell, finden Sie diese Leute und bringen Sie sie sicher nach Hause. Ich habe für Sie ein geheimes Portal vorarbeitet, das zum direkten Standort. Warum kann diese Firma sich nicht mit mittelstarken Monstern zufrieden geben, anstatt sich selber in Schwierigkeiten zu bringen? Aber ich will nicht so sein. Die Götterkarten sind nach der Weltmeisterschaft nun wieder in meinem Besitz und erstmal gut versteckt. Somit kann ich mich ungehindert auf die Suche nach den Entdeckern machen. Und nach den Phantomrittern. Immerhin hat die Dame eine Karte mit dem zuletzt gemeldeten Standort gesendet. Und durch dieses Portal komme ich direkt dorthin. Laut den Koordinaten müsste der Standort der Gruppe irgendwo im Urwald liegen. Hoffentlich geht es ihnen gut. Aber falls Ihnen jemand zuvorgekommen ist, sollten sich die schon mal auf eine Lektion gefasst machen. Okay, na dann los.
Hey, was zum... Was ist los? Wo bin ich hier? Mann, war das ein Ritt. Aber was ist das hier für ein Ort? Fast eine Art virtuelle Welt. Sehr seltsam. Sollte die Karte fehlerhaft sein? Nein, das bezweifle ich. So wie ich das sehe, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Dame ist eine Spionin und arbeitet gar nicht bei der Firma, oder jemand anders steckt dahinter, der den ganzen Vorgang manipuliert hat. Falls es hier jemanden gibt, der für das Ganze verantwortlich ist, dann zeig dich. Es würde mich nicht überraschen. Also hör auf, dich zu verstecken, wer immer du bist. Gratulation, Wächter. Du hast eine schnelle Auffassungsgabe. Nun, da du hier bist, wird es Zeit, dass du für das bezahlst, was du getan hast. Was meinst du mit hier? Und wer bist du überhaupt? Jemand, der dafür sorgt, dass nun dein letztes Stücklein schlägt. Nett, dass du mir hier Gesellschaft leistest. Auf Dauer fühlt man sich an diesem Ort doch recht einsam. Spar dir das Gelaber. Es wäre besser für dich, du lässt die Leute und die Monster sofort frei. Und ich hoffe für dich, dass es ihnen gut geht. Da du durch meine Hände in diese Welt gebracht wurdest, bezweifle ich, dass du in der Position bist, Forderungen zu stellen. Nur ich allein kenne den Weg hinaus. Doch aufgrund unserer letzten Begegnung bin ich gänzlich abgeneigt, es dir zu sagen. Wer bist du? Du kennst mich nicht? Nun, ich mache dir keinen Vorwurf. Aber du erinnerst dich sicher noch an den großen Schattenkrieg vor all diesen Jahren. Damals wurde uns Schattenkreaturen die einmalige Möglichkeit geboten, die Welt untertan zu machen. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin ein Veteran aus jenem Ereignis. Eine der vielen Schattenkreaturen, die dazugehören. Wir wurden einander nie vorgestellt, aber ich habe dich genau gesehen. Man nennt mich Lord Tuonschal. Oh nein, der Schattenkrieg 2009? Ein historisches Ereignis zu einer Zeit, als Duellieren ein gefährlicher Prozess wurde. Durch das Erscheinen der ersten Schattenkreaturen. Das war ein Grund, weshalb ich meine Duellantenkarriere beendet habe. So, hat man dich also bei Konami in den Himmel gelobt? Hat man dich befördert? Zum Wächter der 3 heiligen Karten? Was soll die feine Anspielung? Sag, was willst du, Tuonschal? Damals waren wir eine riesige Armee von Schattenlords, bereit, dieser Welt das Fürchten zu lehren. Aber du hast uns aufgehalten, zusammen mit einer Gruppe aus nicht einmal einem Dutzend Duellanten. Nach diesem heftigen Krieg blieben nur wenige Schattenlords am Leben, die sich für das Erste zurückzogen. Ich eingeschlossen.
aber dies ist nicht der alleinige Grund, weshalb ich dich heute aufsuche. Während der Schlacht wurden wir von unserem Anführer geleitet. Er wollte uns zum Sieg führen. Eine Schattenkreatur mit einer Macht, wie niemand anderes sie hatte. Der Schattenimperator. Du kennst ihn noch gut, Mirko. Denn du hast ihn damals konfrontiert. Ein heftiger Kampf entbrannte zwischen euch. Und allein wegen des Ausgangs dieses Kampfes bin ich heute hier. Du hast den Schattenimperator getötet. Die Welt ist eine bessere ohne ihn. Würde er heute noch existieren, würde das Reich der Schatten die Erde kontrollieren, nicht die Menschen. Und genau wegen deiner Handlung bin ich heute hier. Als die Entdecker der Phantomritter auftauchten, musste ich einfach handeln. Ich sorgte dafür, dass sie verschwanden und verbannte sie hier in den Cyberspace, damit die Firma eine Suchaktion startet. Ein Cyberspace? Natürlich war klar, dass du bald auf der Bildfläche erscheinst. Dank der unbewussten sowie unfreiwilligen Unterstützung der Konami-Assistentin konnte ich ihr Portal unbemerkt umändern. Und so bin ich hier gelandet. Aber was soll das alles? Ganz einfach. Du hast meinen Meister auf dem Gewissen. Das Wesen, das mich so mächtig gemacht hat, wie ich jetzt bin. Und ich werde meine Rache in seinem Namen beenden. Und wenn ich mich weigere? Behältst du dann die Entdecker und die Monster in diesem digitalen Universum? Ganz recht. Du musst wissen, dieser Cyberspace ist kein Bestandteil der Welt, die du kennst. Niemand kann ihn einfach so verlassen. Nur ich kenne den Weg, wie du ihm entkommen kannst. Und den verrate ich dir nur, wenn du mich in einem digitalen Schattenduell schlägst. Na gut, wie wäre es damit? Wenn ich gewinne, lässt du uns alle von hier wieder frei. Aber wenn ich verliere, kannst du meine Seele hier im Cyberspace behalten. Doch ich versichere dir, nicht mein Verstand wird digitalisiert werden. Du hast dich kein bisschen verändert. Mutige Forderungen. Ich akzeptiere sie. Doch mir scheint, du hast noch keine Ahnung, was es mit diesem Cyberspace auf sich hat. Was meinst du? Mir ist bekannt, dass du mit deinem Deck eine enge Bindung teilst. Allerdings wird dir das hier wenig helfen. Denn innerhalb dieser Dimension ist es verboten, Monster zu spielen, die keine Cyberse-Monster sind. No. Aha, Cyberse-Monster sagen dir nichts. Nur dieser Cyberspace ist die Heimat von sogenannten digitalen Monstern, die sich Link-Monster nennen. Ein neuer Kartentyp, der bald in das Spiel der echten Welt aufgenommen werden soll. Alle anderen Kreaturen, die nicht von hier stammen, können nicht aufgerufen werden. Aber keine Sorge, dir steht es frei, ein neues Deck zu erstellen. Und wie erstellen? Damit. Oh, noch ein Hinweis, bevor du deine Karten aussuchst. Wir werden uns nicht auf die normale Art duellieren, die du kennst. Dies wird ein Dimensionsduell. Dimensionsduell, ich habe davon gehört. Diese Form von Duell wurde seit Ewigkeiten nicht mehr verwendet. Die Regeln sind simpel. Anstatt Normalbeschwörungen führen wir Dimensionsbeschwörungen durch. Der Vorteil ist, dass hochstufige mächtige Monster keinen Tribut zum Aufrufen benötigen. Dazu können wir die Power unserer Monster mit der Kraft unseres Geistes bestimmen, solange wir nicht über die Grund-ATK und DEF hinausgehen. Nun wähle deine neuen Monster, aber wähle weise. Kein Problem. Leider kenne ich kaum eine dieser Kreaturen. Seltsam. Es gibt eine Menge Monster in diesem Kartenpool, doch kaum eines von ihnen hat einigermaßen hohe ATK. Wie es aussieht, muss ich mich mit den schwachen Monstern zufrieden geben. Er sollte sich keine Hoffnung machen. Zwar können wir beide aus Kartenpools Monster wählen, doch sie sind nicht identisch. Die meisten mächtigsten Monster befinden sich alle in meinem Kartenpool. Dafür habe ich gesorgt. Wenn dieses Duell beginnt, wird Schmirko mit einem Haufen lauter Schwächlinge antreten. Und die wenigen starken Monster, die er besitzt, werde ich im Nu erledigt haben. Dieses Duell habe ich so gut wie gewonnen. Und dann werde ich das Werk meines Meisters vollenden. Lass uns beginnen. Von mir aus gern. Ich habe meine Wahl getroffen. Duell!
Du darfst den Anfang machen. Vielleicht brauchst du etwas Einarbeitung in deine neuen digitalen Helfer. Keine Sorge. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich in diesem Duell nicht viele Angriffe starten werde. Oh, das betrübt mich zu hören. Liegt es daran, dass deine Monster nicht die stärksten sind? Mir war sofort klar, dass unsere Kartenpools unfair aufgeteilt wurden. Du bist daran schuld, Tuo-chan. Doch wenn du sagst, ich hätte mich nicht verändert, solltest du wissen, dass mich solche Spielereien nicht aufhalten werden. Los geht's. Zuerst spiele ich meine Zauberkarte Gedankengang. Du hast gesagt, dass Nicht-Cyberse-Monster hier verboten sind. Dies gilt aber nicht für die meisten Zauber- und Fallkarten. Und jetzt nenne eine Stufe. Glücksjunge. Stufe 2. Pech gehabt. Die oberste Karte meines Decks ist das Stufe 1 Monster Dateneichel. Und wenn sie beschworen wird, kann ich noch einen Dateneichel-Spielmarken dazu rufen. Falls er tatsächlich plant, massenhaft Link-Monster zu rufen, muss ich ihn sofort ausbremsen. Anschließend setze ich noch 3 Karten verdeckt und beende damit meinen Zug. Ein sehr bescheidener Eröffnungszug. Sieh zu, wie man es richtig macht. Ich beschwöre die Bugkäfer und seine ATK maximiere ich sofort. Sobald er aufs Feld kommt, kann ich mir Flammenbuffalo von meinem Deck auf die Hand suchen. Tu dir keinen Zwang an, aber vorher kette ich Metaversum und Eskalation der Monarchen an. Eins nach dem anderen. Dank Eskalation der Monarchen kann ich jetzt eine Tributbeschwörung durchführen. Deshalb opfere ich jetzt meine schwächere Spielmarke und im Austausch dafür spiele ich meinen Unterbrechungsbeschränker. Mir scheint, du hast die Regeln nicht ganz verstanden. Schon vergessen? Du kannst hochstufige Monster per Dimensionsbeschwörung ohne Tribut aufrufen. Also warum opferst du deine Spielmarke für ein Monster? Noch dazu eins mit 0 ATK. Warte bis zum Ende, denn jetzt kommt mein Metaversum zum Einsatz. Dadurch kann ich jetzt einen beliebigen Spielfeldzauber von meinem Deck aus aktivieren. Aber nicht irgendein Spielfeldzauber. Ich bin mir vollkommen sicher, dass du versuchst, mich mit einem Haufen Link-Monster zu überrennen. Deshalb unterbinde ich das Ganze mit Domäne der wahren Monarchen. Was soll das werden? Nun, diese Karte habe ich speziell für dieses Duell in mein Deck aufgenommen. Da diese Welt hier das Zuhause der Link-Monster ist, war mir klar, dass du sie als Hauptstrategie gegen mich ansetzen würdest. Solange ich ein Monster kontrolliere, das Tribut beschworen wurde, blockiert meine Domäne für den Rest dieses Duells ein gesamtes Extra-Deck. Was bedeutet, deine Link-Monster sind somit nutzlos. Aber dieser Effekt kommt mit einem Haken. Er ist nur aktiv, solange du selbst keine Extra-Deck-Monster besitzt. Willst du mir etwa erzählen, dass du dir für dein neues Deck kein einziges Silk Row Exit oder Link-Monster ausgewählt hast? Diese Monster und ein Extra-Deck werde ich nicht benötigen, Tuo-chan. Und hier ist noch eine Information für dich. Im Verlauf dieses Duells werde ich kaum einen Angriff starten. Also wie ich dich besiegen werde, darüber darfst du dir gerne den Kopf zerbrechen. Interessant. Aber ich brauche deine Strategie nicht zu kennen, um dich zu erledigen, Wächter. Dass du so schwache Monster besitzt, wird dein Ende sein. Los, die Bugkäfer, vernichte seinen Unterbrechungsbeschränker. Daraus wird nichts. Ich decke Sicherheitsblock auf. Diese Karte schützt mein Monster für den Rest dieses Spielzuges vor der Zerstörung. Und außerdem verliere ich keine Lebenspunkte. Ein verzweifelter Rettungsversuch. Ich setze 2 Karten verdeckt und du bist dran. Mit Vergnügen. Eskalation der Monarchen mit meinem Feldzauber war ein guter Anfang. Doch dies reicht nur zu meinem Schutz. Zwar habe ich eine Strategie, um dieses Duell zu beenden, aber bis jetzt habe ich noch keine Karte, um in die Offensive zu gehen. Zuerst versetze ich Unterbrechungsbeschränker und Dateneichel in Verteidigungsposition. Dann lege ich Eskalation der Monarchen weg, um meinen magischen Pflanzer zu aktivieren. Dadurch kann ich jetzt 2 Karten von meinem Deck ziehen. Mach dich bereit, Tuo-chan, denn es wird Zeit, etwas die Regeln zu ändern. Mit der Zauberkarte begrenzte Karten. Was willst du damit? Für einen Veteran stellst du recht viele Fragen. Du kennst die Regel, dass wir am Ende unseres Zuges so lange Karten abwerfen müssen, bis wir nur noch 6 Handkarten halten. Meine Zauberkarte verringert dieses Limit auf 3 Karten. Das heißt, wenn du in deinem nächsten Zug nicht viel machst, wirst du dich von einigen Handkarten trennen müssen. Okay, zuletzt lege ich noch eine Karte verdeckt ab und das war's. Diese Einschränkung wird gar nichts verändern. Pass auf. Ich beschwöre Monster Express. Moment. Monster Express ist kein Cyberse-Monster. Warum kannst du sie aufrufen?
Eine einfache Tatsache. Der Cyberspace ist ein komplett digitales Areal. Und Digitaltechnik wie diese kann nicht einfach so existieren. Sie wurde von Maschinen für Maschinen gemacht. Somit ist das Erscheinen von diesem Monster völlig legitim. Als Grundteil der digitalen Existenz sind Maschinen eine starke Unterstützung. Enttäuscht? Mach weiter. Mit Vergnügen. Zeig, was du kannst, Monster Express. Einmal pro Spielzug, falls ich ein Cyberse-Monster kontrolliere, schickt Monster Express ein Cyberse-Monster von meinem Extra-Deck auf den Friedhof. Verwirrt? Den Sinn wirst du bald begreifen. Bei jedem Zug wird ein weiteres Legmonster auf dem Friedhof landen, bis sich dort genügend befinden für den alles vernichtenden Schlag. Falls du bis dahin nicht erledigt bist, nun aktiviere ich Silent-Optimierung und nutze ihren Effekt, um Flammendoppelung aufzurufen. Dadurch kann ich jetzt Silent Crossride aufdecken. Deinen Gesichtsausdruck entnehme ich, dass du weißt, was jetzt passiert. Wenn ich Flammenbuffalo opfere, kann ich eine Karte auf dem Feld vernichten. Also auf Wiedersehen, John Mede, der wahren Monarchen. So viel zu deinem Plan. Mein Extra-Deck ist wieder frei. Oder sollst du denken, jetzt aktiviere ich meine Zauberkarte Auslöschungsinformant. Mein Feldzauber ist sicher, denn meine Zauberkarte annulliert deine Silent-Zauberkarte, wenn ich dafür eine Karte mit demselben Namen von meinem Deck auf den Friedhof schicke. Und stell dir vor, ich habe auch eine Silent Crossride. Clever, aber nutzlos, mein Bester. Dank Flammenbuffalo kann ich nun 2 Karten ziehen, wenn ich vorher Parallel-Exit abwerfe. Nächster Versuch. Los, Monster Express. Eliminiere seine Dateneiche. Das war ein Fehler. Unterbrechungsbeschränker stärkt ein angegriffenes Verteidigungsmonster während des Damage-Steps. Somit werden die Verteidigungspunkte von meiner Dateneichel für diesen Kampf zu 2100. Das wird deinen Lebenspunkten gar nicht gefallen. Hey, wie kann das sein? Warum hast du keinen einzigen Lebenspunkt verloren, Tuo-chan? Oh, verzeih mir, Wächter. Ich habe wohl vergessen, dir die wichtigste Regel eines Dimensionsduells zu erklären. Wir können uns nicht einfach mit Kampfschaden auf 0 reduzieren. Stattdessen nimmt der Besitzer eines Monsters, das vernichtet wird, Schaden in Höhe seiner ATK oder DEF. Tja, das heißt, wenn du mich besiegen willst, wirst du früher oder später meine Monster angreifen müssen. Mein Plan bleibt bestehen. Ich werde in diesem Duell kaum Angriffe starten. Wir werden sehen. Da der Effekt deines Monsters noch einmal pro Zug funktioniert, greife ich deine Dateneichel nochmal an. Mit die Backkäfer. So viel dazu. Du bist dran. Alles klar. Zuerst aktiviere ich meine Karte des Untergangs. Dadurch kann ich jetzt 3 Karten ziehen. Anschließend rüste ich meinen Unterbrechungsbeschränker mit dem Roststab aus. Dank des Stabs kann er einmal pro Spielzug nicht durch Kampf zerstört werden und außerdem bleibt er von deinen Karteneffekten unberührt. Und da ich Karten des Untergangs aktiviert habe, muss ich während der Endphase meine sämtlichen Karten abwerfen. Das war's auch schon. Sehr gut, das heißt, mein Monster Express kann ein weiteres Cyberse-Link-Monster von meinem Extra-Deck vernichten. Und außerdem beschwöre ich Dual Assemble-Gewürm. Da dein Monster einmal pro Zug nicht zerstört werden kann, beende ich erst einmal meinen Zug. Wie du meinst. Ich setze ein Monster in Verteidigungsmodus und beende damit meinen Zug. Noch nie etwas von Gegenwehr gehört? Ha. Gut, zuerst lege ich noch ein Link-Monster durch Monster Express auf den Friedhof. Dazu beschwöre ich meinen Cyberse-Apparat. Assemble-Gewürm greift sein verdecktes Monster an. Defekter Compiler, ein schwaches Monster. Was hast du noch zu bieten? Nichts. Ich passe für diese Runde. Jämmerlich. Ich hätte mehr vom Wächter der ägyptischen Götterkarten erwartet. Da ich wieder dran bin, lege ich ein 4. Link-Monster auf den Friedhof. Dann beschwöre ich ein weiteres Parallel-Exil. Gegen diese 5-köpfige Armee bist du chancenlos. Schon bald werden sie deine Defensive überwinden. Da hat er allerdings recht. Momentan bildet mein Unterbrechungsbeschränker noch eine gute Defensive, aber alleine kann er dies nicht halten.
Momentan bereitet mir sein Monster Express aber größere Sorgen. Ein erfahrener Veteran wie Tuo Chan wirft seine ganzen Link-Monster nicht einfach ohne Grund weg. Er arbeitet sich Schritt für Schritt auf etwas ganz Bestimmtes hin. Ha! Schmirko weiß zwar, dass ich jeden Zug einen Link-Monster auf den Friedhof schicke, aber er versteht nicht, was ich vorhabe. Weil es noch nie gelungen ist, nämlich 8 mächtige Monster als Materialien zu sammeln und das mächtigste Cyberse-Monster zu rufen, das diese Welt je bewohnt hat. Sobald diese Bestie das Feld betritt, wurde die ultimative Kreatur der Zerstörung freigelassen. Sie wird das Ende bedeuten, nicht nur für Schmirko, sondern auch für die Welt, die er kennt. Was ist los, Schmirko? Bereitet dir meine Monsterarmee etwa Probleme? Warte es ab. Es kommt noch viel schlimmer. Du kannst mit deinen Schwächlingen aber auch jederzeit aufgeben. Es ist nie vorbei, bevor die letzte Karte gespielt wurde. Ich lege 2 Karten verdeckt ab und versetze meinen Unterbrechungsbeschränker in den Angriffsmodus. Damit ist mein Zug vorbei. Was soll das? Er hat nicht mal einen Blick auf seine Karte geworfen. Mein Meister hat früher erwähnt, dass du irgendeine Art versteckte Kraft in dir trägst. Egal, ob das gerade nur ein Trick war oder nicht. In diesem Zug wird meine Digitalarmee diesen Kampf sofort beenden. Sieh her! Perfekt. Zuerst lege ich wie üblich ein Link-Monster dank Monster Express vom Extra-Deck auf den Friedhof. Nur noch 3 Züge und dein Schicksal ist besiegelt. Allerdings brauchst du nicht so lange zu warten. An die Arbeit, meine Monster. Wir machen dem Ganzen ein Ende. Mit einem hatte dein Meister recht. Ich besitze tatsächlich eine besondere Macht in mir und ich habe keine Blöße, sie einzusetzen. Aber das hat bei meinem letzten Zug keine Rolle gespielt. Was meinst du? Was dann? Es war eine wertvolle Gabe mit dem Namen Vertrauen. Denn mein Deck lässt mich nie im Stich. Nun wollen wir doch mal sehen, ob es sich auszahlt. Hier kommt mein standfester Verteidiger. Deine Monster werden ihre Chance bekommen, denn mein standfester Verteidiger zwingt sie in diesem Spielzug meinen Unterbrechungsbeschränker anzugreifen. Fein. Für mich ändert sich dadurch gar nichts. Prüfen wir den Wahrheitsgehalt dieser Aussage. Denn ich habe noch eine zweite verdeckte Falle. Los! Nordische Reliquie, Brisin Garmen! Was? Mir scheint, diese Karte ist dir bekannt. Sie gleicht für diesen Spielzug die ATK meines Monsters, denen deines Assemble-Gewürms an. Ich denke, du weißt, was das heißt. Oh nein, meine Monster tut das nicht. Zwecklos, dank meines standfesten Verteidigers zerstören sie sich alle selber. Damit ist eine 5-köpfige Monsterarmee erledigt. Und da sie alle zusammen über 8000 ATK besitzen, ist dieser Kampf auch vorbei. Los, Unterbrechungsbeschränker. Beende diesen Irrsinn. Mein Monster Express. Ich decke Pianissimo auf. Die ATK meines Monsters werden für diesen Zug auf 100 reduziert. Dafür würden wir uns aber weiterhin Gesellschaft leisten. All meine digitalen Favoriten. Sie sind weg. Aber das reicht noch lange nicht. Erinnerst du dich? Da wir immer noch ein Dimensionsduell bestreiten, kostet dich die ganze Aktion auch einen ganzen Haufen Lebenspunkte. Dafür wirst du bezahlen. Ich bin noch nicht fertig. Da mein Cyberse-Monster deine gesamte Armee zerstört hat, aktiviert sich nun der Effekt von meiner verbotenen Schlange, die ich abgeworfen habe. Indem ich eine Karte von meinem Friedhof verbanne, kann ich nun meinen Starterkommandant von meinem Friedhof, den ich ebenfalls aufgeworfen habe, wieder meinem Blatt hinzufügen. Und wenn ich ihn erst aufrufe im nächsten Zug, wird es heftig, denn du hast nichts mehr, um deine restlichen Lebenspunkte zu schützen. Oh doch, Schmirko. Wenn mein Cyberse-Apparat zerstört wird, hinterlässt er eine Apparat-Spielmarke. Und mit
diesen beiden verdeckten Karten ist mein Zug beendet. Diesen Kampf magst du zwar gewonnen haben, doch am Ende wird das Cyberspace triumphieren. Merk dir meine Worte. Um das zu beweisen, musst du zuerst meinen nächsten Zug überstehen. Mein Unterbrechungsbeschränker geht wieder in die Verteidigungsposition. Ich habe dir mehrmals gesagt, dass ich dich in diesem Duell kaum angreifen werde. Aber jetzt ist dieser seltene Moment gekommen. Und diese Aufgabe erledigt mein Reveal Dia. Bereit, Wutschatten? Reveal Dia. Greif seinen Monster Express an. Nicht ganz. Meine Falle-Dimensionswächter hat etwas dagegen. Nein! Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Solange meine Falle aktiv ist, kann mein Monster Express nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden. So viel dazu. Das wirst du büßen, meinen Angriff mit so einem billigen Trick auszubremsen. Was ist los, Schmirko? Kannst du es nicht ausstehen, wenn es mal nicht nach deinen Vorstellungen läuft? Tja, diese Einstellung spiegelt ganz klar wider, welch egoistischen Charakter die Menschheit besitzt. Wäre deine hinterhältige Aktion nicht gewesen, würde mein Meister heute diese Welt lenken. Niemand sonst könnte es besser als er. Wie kannst du ein Wesen wie den Schattenemperator nur so verehren? Du wirst es wohl nie verstehen. Soweit ich weiß, bist du ein Single-Mensch. Wovon redest du? Ich war nicht immer eine Schattenkreatur. Viele Jahre zuvor war ich ein normaler, lebenslustiger Zeitgenosse. Du musst wissen, ich hatte ursprünglich nie vor, Duellant zu werden. Mein Leben wurde eigentlich für die Bühne geboren und meine Leidenschaft galt komplett der Rockmusik. Daher gründete ich schon bald mit ein paar langjährigen guten Freunden eine Band. Für uns war klar, wir wollten irgendwann groß rauskommen. Doch wie alle Bands starteten wir erst mit ein paar Coversongs in kleineren Clubs. Aber das Publikum wurde immer größer und schon bald spielten wir in nahezu ausverkauften Hallen. Eine Spitzenzeit. Mit der besten Frau an der Seite, die man sich vorstellen kann. Es waren wunderbare Zeiten. Wir wollten den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. Doch als ich dachte, es würde für immer so bleiben, schlug das Schicksal zu. Eigentlich war ein toller Abend für uns alle geplant. Es sollte nicht nur ein weiterer Auftritt werden, sondern auch unsere Freikarte für einen Plattenvertrag. Aber dann... 2 falsch eingestöpselte Kabel. Wie es passieren konnte, weiß bis heute keiner. Ich habe die Leitungen persönlich geprüft und alles war korrekt. Es war grauenhaft. Niemand kam, um uns zu helfen. Ich konnte nur meinen eigenen Hals retten. Mit einem Mal hatte ich alles verloren. Jahrelang musste ich mit diesen Ereignissen leben und habe sie nie richtig überwunden. Das Liebste, was ich auf Erden hatte, konnte ich nicht retten. Seit jenem Tag verfluche ich die Menschheit. Ich dachte, mein Leben wäre für immer ruiniert. Ich schrie zum Himmel und wurde erhört. Plötzlich stand er vor mir. Der Dämon, der selbst dem wockheisigsten Mann das Blut in den Adern gefrieren lässt. Der Schattenimperator sah meinen Schmerz. Und obwohl er der Herrscher der gefürchtetsten Dimension aller Zeiten war, machte er mir ein unwiderstehliches Angebot. 100 Jahre als unterster Schattenduellant oder 1000 Jahre als Schattenlord, falls ich meinen größten Wunsch in der Wirklichkeit sehen möchte. Die Grundbedingungen einer jeden neuen Schattenkreatur. Für mich gab es nur eine Option. Seitdem bin ich ein Teil des Reichs der Schatten und kämpfe an der Seite aller anderen Schattenlords im Dienste meines Meisters. Er förderte meine Duellfähigkeiten und gab mir mehr Macht als sonst irgendjemand konnte. Alles nur für einen einzigen Wunsch, den mir der Schattenimperator versprochen hat. Ich wollte meine Frau wiedersehen. Und wenn es 1000 Jahre dauern musste, mein Meister versprach mir, ihn Wirklichkeit werden zu lassen. Doch seit jenem Tag wurde die Ewigkeit nie kürzer. Es war der Tag, als du und deine tollen Freunde alles ruiniert haben. Ihr wart Teil des größten Schattenkrieges der Neuzeit.
Eine kleine Gruppe gegen unsere unüberschaubare Schattenarmee. Der Einsatz war das Schicksal dieses Planeten. Unser Meister führte uns im Kampf gegen euch. Ihr wart nur ein Staubkorn gegen unsere Armee. Der Ausgang war von vornherein klar. Wir waren unbesiegbar. Doch dann nahm das Schicksal erneut eine schlagartige Wendung. 10 Jahre stand ich bereits im Dienst meines Meisters. Alles umsonst. Seitdem weiß ich, dass mein Meister sein Versprechen mir gegenüber nicht einlösen kann. Und es ist ganz allein deine Schuld. Durch deine hinterhältige Attacke hast du meinen Meister ausgelöscht. Du hast mein Leben zerstört, Schmilchor. Wegen dir werde ich die Liebe meines Lebens nie wiedersehen können. Aber ich werde es wieder gut machen, indem ich das Werk des Schattenimperators vollende und der Menschheit das gebe, was sie verdient hat. Nach dem Ende der Schlacht schlossen sich die wenig verbliebenen Schattenlords mit Darkness zusammen, um eine neue Ära einzuleiten und neue Schattenduellanten als Diener anzuheuern. Ich jedoch verpflichtete mich selbst, dem Weg meines Meisters treu zu bleiben. Und nach langer Zeit fand ich diese unglaubliche Dimension, den Cyberspace. Ein komplett digitaler Raum mit unendlichen Möglichkeiten. Ich erkannte sofort das Potenzial, das er besaß und beschloss, den Plan meines Meisters mit der Macht dieser Wesen durchzuführen. Niemand wird mich von meinem Vorhaben abbringen. Und mit deiner Niederlage heute werde ich einen weiteren wichtigen Schritt machen. Eine traurige Art, die Welt zu sehen. Natürlich tut es mir leid, was mit deiner Frau passiert ist, aber bestrafe nicht deinen Mitmenschen dafür. Dein Schmerz hat all deine Entscheidungen seit dieser Tragödie beeinflusst. Vertrau mir, die Menschheit ist nicht so schlecht, wie du es dir vorstellst. Dein ach so toller Meister wollte dir dies nur weismachen. Ich bitte dich, Tuul-Shan. Lass uns das Ganze hier abbrechen, bevor du eine Entscheidung triffst, die du später vielleicht bereust. Spar dir deine Ausflüchte. Heb dir das lieber für das Duell auf. Mein Zug. Perfekt. Zuerst werfe ich das 6. Lichtmonster auf den Friedhof ab. Dann aktiviere ich die Zauberkarte Kittel des alten Mannes. Wenn du denkst, du hättest mich am Boden, hast du dich geschnitten. Diese Karte erhält eine Zählmarke, wenn sie ins Spiel kommt. Außerdem erhält sie eine weitere Zählmarke in jeder meiner Standby-Phasen. Des Weiteren kann ich einmal pro Zug meine Lebenspunkte für jede Zählmarke um 500 Punkte erhöhen. Du hast kaum noch Lebenspunkte. In 0, nichts wirst du sie alle verloren haben. Überzeug mich, wenn es soweit ist. Doch im Moment hast du nichts einem Angriff entgegenzusetzen. Und darum spiele ich Segmentsdrache. Greif seine Rebuilder an. Na los, Wächter, keine Zeit vertrödeln. Du bist dran. Kein Problem. Deinen diabolischen Plan kannst du abhaken. Was? Ich beschwöre Staatskommandant und zerstöre mit ihm deine Spielmarke. Mach dir keine Illusion. Er ist zwar schwächer als dein Drache, aber ich aktiviere seinen Effekt. Wenn ich meinen Starterkommandant opfere, kann er deinen Drachen mit sich vernichten. Und da dies immer noch ein Dimensionsduell ist, erhältst du auch noch 2600 Punkte Schaden. Damit ist dieses Duell beendet. Dein Starterkommandant ist zu langsam. Ich decke Vertretung auf. No. Indem ich meinen Drachen opfere, kann ich ein Licht-Cyberus-Monster von deinem Friedhof aufrufen. Deine verbotene Schlange gehört mir. Damit hast du dich zwar gerettet, aber dafür ist dein letztes Offensivmonster pulverisiert. Zur Krönung aktiviere ich noch Scherbe der Gier. In 2 Zügen kann ich sie auf den Friedhof legen und dafür kann ich dann nochmal 2 Karten ziehen. Aber so weit wird es nicht kommen. Im nächsten Zug werde ich das Duell beenden und deinen Plan verhindern. Das wohl kaum. Die Zeit ist endlich gekommen. Hast du nicht gemerkt, dass ich dich die ganze Zeit durch das Duell wie an der Leine geführt habe? Die Monster aus meinem Extra-Deck habe ich nicht grundlos abgeworfen. Es gibt einen bestimmten Grund, weshalb der Cyberspace so mächtig ist. In ihm lauert eine finstere Kreatur mit solch geballter Macht, dass sie selbst die echte Welt bedrohen kann. Um
obwohl sie wie alle anderen ein virtuelles Wesen ist. Solch eine Bestie kann es nicht geben. Doch es ist mir nie zuvor gelungen, es zu befreien, da es eine Reihe an mächtigen Lichtmonstern geopfert werden muss. Jetzt stehe ich kurz davor, es zu entfesseln. Du blöffst doch. Oh nein, mit diesem Zug werde ich dich überzeugen. Da mein Kessel des alten Mannes jetzt 2 Zählmarken besitzt, erhalte ich weitere 1000 Lebenspunkte. Mit jedem Zug erhält er noch mehr Lebenspunkte. So kriege ich ihn nie auf 0. Dann decke ich in Hoffnung auf Entkommen auf. Damit zahle ich die 1000 Punkte, die ich gerade erhalten habe. Aber im Austausch ziehe ich nun 2 Karten. Außerdem spiele ich einen eigenen magischen Pflanzer. Indem ich auf Dimensionsrechte verzichte, ziehe ich 2 weitere Karten. Danach beschwöre ich Linkschlechter. Du lässt deine ATK bei 0? Da dies ein Dimensionsduell ist, könnte ich sie erhöhen. Doch das wird nicht nötig sein. Durch ihren Effekt werfe ich eine Karte ab, um deinen Roststab zu zerstören. Somit ist dein Unterbrechungsbeschränker nicht mehr von Effekten unberührt. Mag sein, aber da du ihn zerstört hast, aktiviert sich nun der zweite Effekt von Roststab. Jetzt kann mein Unterbrechungsbeschränker für den restlichen Spielzug nicht mehr durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden. So schnell wirst du ihn nicht vom Feld kriegen. Ich denke, dann irrst du dich. Jetzt lege ich durch Monster Express das 7. Linkmonster auf den Friedhof. Nur ein weiteres wird noch benötigt. Aber du musst keinen weiteren Zug mehr warten. Denn ich aktiviere Extratorichtes Begräbnis. Für die Hälfte meiner Lebenspunkte kann ich das letzte Linkmonster auf den Friedhof legen. Ich wähle meinen Zugangskodiersprecher. Das geht's nicht. Er hat es geschafft. Endlich ist die Zeit gekommen. Möge sich die Finsternis erheben und den letzten Tag dieses Planeten einläuten. Die Bedingungen sind erfüllt. Ich vereine alle 8 Linkmonster in meinem Friedhof und rufe das Monster deines Untergangs. Wieder Aufbauerin der Welten. Sieh dich vor, Schmöko. Das ist die Macht, die meinen Plan vollenden wird. Wie soll ich sie aufhalten? Pass auf, was sie kann, denn was sie im Duell macht, wird sie später in der realen Welt durchführen. Wieder aktiviert eine besondere Fähigkeit. Meine Monster! Nein, sie sind alle weg! Wenn er wieder das Feld betritt, haben Monster in ihrer Gegenwart nichts zu lachen. Sie mischt alle Monster auf dem Feld, im Friedhof und die verbannt wurden in unsere Decks zurück. Lange habe ich auf diesen Moment gewartet. Und nun ist er hier. Mit der mächtigsten Cerberus-Kreatur, die je gelebt hat. Nun sollst du ihren Zorn fühlen. Avida, greif Schmökos Lebenspunkte direkt an. Attacke! So wie es für dich aussieht, kannst du gleich am Boden bleiben. Du hast nichts auf dem Feld, keine Karte in deiner Hand und kaum noch Lebenspunkte übrig. Komm schon, gib auf. Das könnte dir so passen. Wofür ist es denn wert zu kämpfen? Hast du etwa aufgegeben, als du versucht hast, deine Frau wieder zu bekommen? Worauf willst du hinaus, Wächter? Genauso wie du alles getan hast, um mit deiner Liebe wieder vereint zu sein, kämpfe ich jetzt für die Menschen, die ich liebe. Und nicht nur für die, die mir nahestehen, sondern für jeden Einzelnen auf dieser Welt. Dies ist eine wertvolle moralische sowie menschliche Einstellung. Ein Persönlichkeitsakt, den der Meister nie respektiert hat. Pass auf, was du sagst. Natürlich wusste mein Meister diese Dinge zu schätzen. Oh, tatsächlich? Oder hast du nur Angst zuzugeben, was du wirklich denkst? Du weißt selbst, alles, wonach sich der Schattenimperator jemals gesehnt hat,
war die alleinige Herrschaft über unsere Welt und das Reich der Schatten. Woher willst du wissen, dass er sein Wort hält, wenn er sein Ziel erreicht hätte? Hör auf, du willst mich nur verwirren. Natürlich hätte er das getan, das denke ich. Eigentlich willst du nur von der Tatsache ablenken, dass du meinen Meister auf dem Gewissen hast. Dein Schmerz hat ein Gespür für die Realität über die Jahre verschwimmen lassen. Du warst ein aufrichtiger Mann vor dieser Tragödie. Doch der Schattenimperator hat deinen Trennungsschmerz ausgenutzt, um seine eigene Macht auszubauen. Du warst einzig und allein wütend und hast es an der Menschheit ausgelassen. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Noch bevor das Duell zu Ende ist, wirst du davon überzeugt sein, dass du in deinem Inneren noch der gute Mensch bist, der du einst warst. Also, lass uns endlich einen Schlussstrich ziehen. Oh ja, und ich werde dir beweisen, wie falsch du liegst. Mach deinen Zug, falls du dich traust. Das musst du mir nicht sagen. Okay, wenn ich jetzt kein Monster ziehe, macht mich sein übermächtiges Ungeheuer fertig. Komm, mein Deck. Lass mich nicht im Stich. Schön, ich setze ein Monster verdeckt und beende damit meinen Zug. Versuch gar nicht erst weiter zu kämpfen. Kein Monster in deinem Deck kommt auch nur annähernd an die Power von Avida heran. Als erstes erhält Kessel des alten Mannes die 3. Zählmarke, wodurch ich einen Bonus von 1500 Lebenspunkten erhalte. Meine Zeit ist gekommen und deine Zeit ist abgelaufen. Und damit werde ich das tun. Kyusabi, et Ignister. Tut mir leid, Schmerko. Beide Monster haben zusammen 6500 ATK. Das ist mehr als genug, um mir den Sieg zu sichern. Also los, meine Bestien. Beseitigt sein schwächliches Monster und beendet dieses Drama. Dieses Duell ist entschieden. Was? Wie kann das sein? Nichts kann die Macht von Avida aufhalten. So einfach ist das nicht. Dein Angriff hat meinen Flip Frozen aufgedeckt. Dank seines Effekts werden alle Monster auf deiner Spielfeldseite in die Verteidigungsposition gebracht. Somit muss Avida noch warten. Verstehe. Nettes Manöver, aber dir sollte bewusst sein, dass du nur noch einen Zug haben wirst. Mein Kessel des alten Mannes hat einen weiteren Effekt. Pro Zug habe ich einmal die Wahl, entweder meine Lebenspunkte zu erhöhen oder deine zu reduzieren. Falls ich mich für Letzteres entscheide, verlierst du 300 Punkte für jede Zählmarke auf meiner Karte. Was? Aber das würde bedeuten... In meinem nächsten Zug habe ich 4 Zählmarken. Und du hast gerade mal mickrige 1200 Lebenspunkte. Das heißt, wenn ich meinen Kessel im nächsten Zug gegen dich einsetze, hast du diesen Kampf verloren. Ich darf es nicht so weit kommen lassen. Jetzt enttäusch mich nicht. Na sowas, nicht zufrieden mit deinem Zug? Du wirst schon sehen. Zunächst, da die 2 Züge um sind, lege ich Scherwidergie auf den Friedhof, um 2 Karten zu ziehen. Das schützt mich zumindest für einen Zug. Ich aktiviere einen Tag voller Frieden. Jetzt ziehen wir beide eine Karte. Dafür verlieren wir bis zum Ende deines nächsten Spielzuges keinen einzigen Lebenspunkt. Du bist dran. Das wird dir nicht helfen. Wenn ich in diesem Zug keinen Schaden verursachen kann, so kann ich trotzdem meine Punkte erhöhen. Mit 4 Zählmarken erhöhen sich meine Lebenspunkte auf 3800. Dann beende ich meinen Zug, indem ich einen alten Freund beschwöre. Dual Ensemble Gewürm. Also gut, dann bin ich dran. Und ich aktiviere meinen Topf der Begierden, indem ich die obersten 10 Karten meines Decks aus dem Spiel entferne. Darf ich 2 Karten aus meinem Deck ziehen. Dann spiele ich gepanzertes Bildhorn. Und wenn ich es durch dessen Effekt opfere, kann ich meine verbotene Schlange erneut von meinem Deck aufrufen. Zum Schluss setze ich noch 3 Karten verdeckt. Damit ist mein Zug beendet. Wie kann er so entschlossen wirken, jetzt so kurz vor der Niederlage? Es scheint, als wäre er davon überzeugt, dass er diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen würde. Sollte er tatsächlich recht haben mit dem, was er gesagt hat? Habe ich mich nur von meiner Wut leiten lassen? Du wirst es nie verstehen, was ich alles durchmachen musste.
Und ich werde mein Ziel erreichen, indem ich dir gebe, was dir zusteht. Und danach ist die Menschheit dran. Ach wirklich? Dann beweise es mir, indem du dieses Duell gewinnst. Pass auf, was du sagst. Dein Selbstbewusstsein wird dein Verhängnis sein. Sieh einer an. Du bist nicht der Einzige mit dieser Karte. Auch ich habe einen Topf der Begierden. Somit kann ich ebenfalls 10 Karten verbannen, um 2 Karten zu ziehen. Anschließend werfe ich eine davon ab, um die Fähigkeit von Assemble the Worm zu aktivieren. Deine verbotene Schlange wird endgültig verbannt und du hast keine Monster mehr. Außerdem erhält Kessel des Anmannes die 5. Zielmarke. Du weißt, was jetzt passiert? Ich aktiviere ihren Effekt, um dir 1500 Lebenspunkte zu nehmen. Somit werde ich deine Wunsch erfüllen und das Duell beenden. Auf Nimmerwiedersehen, Schmierkor. Heute nicht. Was? Dein Sieg wird noch warten müssen, dank meiner Falle. Superteam, Kumpelkräfte, vereinigt euch. Da du Cyberse Monster kontrollierst, kann ich jetzt ebenfalls ein Cyberse Monster von meiner Hand aufrufen. Damit bekommst du zwar ein Monster auf das Feld, aber es kann dich nicht vor meinem Kessel schützen. Irre ist menschlich, denn du bist einer. Dank meiner Falle rufe ich jetzt Defector Compiler auf. Überrascht. Weißt du denn nicht, dass Defector Compiler einmal pro Spielzug Effektschaden auf 0 reduzieren kann? Und wenn er das tut, erhält er eine Defektzählmarke. Dein Plan ging nach hinten los. Und wenn dieser Zug vorbei ist, werde ich das Duell beenden und die Menschen vor dir beschützen. Das ist ein Versprechen. Wie kannst du es wagen, diese Ignoranten zu verteidigen, nach allem, was passiert ist? Sie haben mich im Stich gelassen, als ich ihre Hilfe am meisten gebraucht habe. Deshalb habe ich das Liebste verloren, was ich hatte. Ach, meinst du? Aber was würde deine Frau denken, wenn sie dich so sehen würde? Wie war das? Hättest du immer noch versucht, alles hinzuwerfen, um einem machtgierigen Diktator zu dienen? Hätte sie zugelassen, dass du diesen Schritt gehst? Wie kannst du es wagen? Es ist deine Schuld, dass sie für immer fort ist. Netter Versuch. Aber ich denke, es ist Zeit, dass du langsam die Wahrheit akzeptierst. Was? Erklär mir zum Teufel, wovon du redest. Als treuer Ehemann hättest du für das weiterleben müssen, woran deine Frau geglaubt hat. Den Frieden, die Freude und das Gute im Menschen. Aber alles, wozu du dich hast verleiten lassen, hast du selbst verbockt. Und du hast deinem Meister erlaubt, deine Seele zu manipulieren, indem du dich von deiner Wut hast leiten lassen. Hör auf, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Das war's. Du hast den Bogen eindeutig überspannt. Lass meine Digital-Armee. Vernichte Schmierfunk und sein Compiler für alle Zeit. Im Gegensatz zu dir plane ich, meine Mitmenschen zu beschützen. Indem ich dieses Duell gewinne, zu welchem Preis auch immer. Also schau her und lerne. Du warst so beschäftigt damit, dich aufzuregen, dass du die hier vergessen hast. Mein Spulcode. Diese Karte annulliert einen Angriff und gibt mir 2 Spulspielmarken. Na und? Dann vernichte ich dich eben zusammen mit deinen Spielmarken. Erledige ihn endlich mal im Monster. Ich habe gewonnen. Seid ihr da nicht so sicher? Vergesst nicht, ich habe noch eine letzte verdeckte Karte. Tulchan, du bist erledigt. Du lügst. Gleich wirst du erkennen, dass Rache niemals der Weg für Frieden ist. Genug. Dein Täuschungsversuch ist Fassade. Du kannst meine Monster nicht mehr aufhalten. Dann sollte das vielleicht meine Falle übernehmen. Meine doppelt magischen Armfesseln. Dank dieser Karte opfere ich nur die 2 Spielmarken, die ich gerade bekommen habe. Und im Gegenzug erhalte ich die Kontrolle über deine Gusari und, noch viel wichtiger, über deine mächtige Arvida. Dadurch ist dein Angriff abgewehrt. Nein, du hast ja wieder unter den Nagel gerissen. Das darf doch nicht wahr sein. Es ist besser, wenn dein Monster bei jemandem unter Kontrolle steht, der es zum Wohle aller einsetzen kann.
Deine Sprüche kannst du dir klemmen. Sobald dein nächster Zug vorbei ist, gehört er wieder mir. Bis dahin setze ich diese Karte und mache erstmal Pause. Dann wirst du wissen, wie es ist, von allem im Stich gelassen zu werden. Ich weiß sehr wohl, was es heißt, jemanden zu verlieren, dem man nahe gestanden hat. Ach, wirklich? Vor vielen Jahren hat ein Freund von mir seine Freundin verloren. Die beiden wollten zusammenziehen und ein gemeinsames Leben führen. Aber anstatt der Menschheit die Schuld zu geben, hat er versucht, seine Freundin wiederzubekommen. Mit einem guten Freund, dem Bruder seiner Freundin, zog er dann los. Sie gingen so weit, bis in die absolute Hölle vorzudringen, wo seine Freundin gefangen gehalten wurde. Und es machte sich bezahlt. Nach allen Strapazen schafften sie es zusammen, seine Freundin zu befreien. Doch die ganze Aktion verlief nicht ohne Verluste. Im Gegenzug, um das Leben seiner Schwester zu retten, blieb ihr Bruder freiwillig in der Hölle. Er kam bis heute nie wieder zurück. Er tat alles, was er konnte, einzig um seine Schwester zu retten und sie wieder mit ihrem Freund zu vereinen. Er war auch mein Freund und er wurde Opfer eines bösen Hinterhalts. Wenn er die Menschheit ist, die du so verachtest, gibt es keinen Grund für dich dagegen zu kämpfen. Na schön. Wenn du der Überzeugung bist, dann mach deinen Zug und versuch mich aufzuhalten. Dieses Duell läuft noch, also lass uns sehen, wer Recht behält. Ganz richtig. Sobald ich meine Karte gezogen habe. Dieser Kampf ist beendet. Ich rufe ebenfalls ein Ignister-Monster auf. Egal welches Monster du aufrufst, es wird dich vor meinem nächsten Zug nicht schützen können. Das wird sich zeigen. Nach deinem nächsten Angriff wird von deinen Monstern nichts mehr übrig bleiben. Los, Avia und Kusari. Greift seine beiden Cyburst-Monster an und beendet das Ganze. Ich fürchte, daraus wird nichts werden. Ich decke meine Falle auf. Silent Auffrischung. Diese Karte vernichtet alle Monster auf dem Spielfeld. Ich hoffe, du weißt, was das heißt. Da dies ein Dimensionsduell ist, werden die ATK von allen Monstern von unseren Lebenspunkten abgezogen. Da ich die ATK meiner derzeitigen Monster reduziert habe, bei der Dimensionsbeschwörung werde ich noch Lebenspunkte behalten. Du allerdings hast nicht so viel Glück. Da du dir meine Monster gestohlen hast, erhältst du auch Schaden, wenn sie zerstört werden. Du hast dir selbst eine Falle gestellt. Damit ist dieses Duell entschieden. Was? Unmöglich. Was passiert hier? Warum konnten deine Monster die Woche vor mir überstehen? Durch einen weiteren Fehler deinerseits hast du gerade den Ausgang dieses Duells entschieden. Du hättest besser aufpassen sollen, welches Monster ich gerade beschworen habe. Meine Monster wurden von deiner Falle verschont, da mein Gachiri Ignister sie davor beschützt hat. Ein gutes Beispiel dafür, wie man seine Mitmenschen unterstützt und dass das Böse für die schlimmen Dinge verantwortlich ist. Du willst doch wohl nicht andeuten? Tue schon. Was war für die Gefangenschaft der Schwester und das Opfer ihres Bruders verantwortlich? Was hat dafür gesorgt, dass du deine Frau verloren hast? Der einzige Grund, weshalb wir beide hier jetzt stehen. Du kennst die Antwort. Wovon redest du? Das Reich der Schatten und der Schattenimperator. Mein Schatz, es tut mir so leid. Ich habe versagt. Ich glaub das nicht. Dann hat dieser Schuft ganz alleine mein Leben, nein, unser Leben ruiniert. Und ich war so blöd und bin auf seine Lügen auch noch reingefallen. Es wird Zeit, dass du die armen Gefangenen befreist und in die reale Welt zurückschickst. Sie werden in dem Moment den Cyberspace verlassen, in dem du ihn auch verlässt. Ich stehe zu meinem Wort, auch nachdem der Schattenimperator meinen Verstand manipuliert hat. Niemand hätte sich hier seinem Bann entziehen können.
Du hast eingesehen, dass es falsch war, sich ihm anzuvertrauen. Und damit hast du einen wichtigen Schritt gemacht. Das macht jetzt aber keinen Unterschied mehr. Lord, was passiert mit dir? Ich büße für meine Taten. Da ich den Kampf verloren habe, werde ich nun eins mit dem Cyberspace statt du. Hör zu, Wächter. Du kannst mich nicht retten. Seh zu, dass du hier rauskommst. Ich werde als digitales Wesen für alle Ewigkeit in diesem Universum bleiben. Aber wenn ich die Gelegenheit bekomme, jemandem zu helfen, werde ich auch jederzeit für ihn bereit sein. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Du musst nicht hier bleiben. Du kannst diesen Ort steuern. Nein, nein. Pass auf, Wächter. Du kannst diesen Ort nicht einfach so verlassen. Es gibt einen Ausgang. Doch er wird bewacht von einer großen Kreatur. Besiege sie, um hier rauszukommen. Benutze dafür dieses Set an Karten. Warum? Es sind die besten Cyberse-Karten im ganzen Universum. Es sind viele weitere unbekannte Kreaturen drin. Zusammen mit deinen Karten werden sie unschlagbar sein. Spiele sie weise. Ich gehe, aber nicht ohne dich. Du weißt, du kannst das nicht. Habe ich diesmal recht oder nicht? Ich verspreche dir, bei meinem Leben auf dieses Deck gut abzugeben. Solange es offiziell noch keine Link-Monster gibt, werde ich sie hüten, wie meinen Augapfel. So wahr ich der Wächter der ägyptischen Götterkarten bleiben werde. Sag das nicht. Du kannst das nicht. Was meinst du? Sag schon. Die 3 Karten haben ein bedrohliches Schicksal. Eine Prophezeiung. 5000 Jahre alt. Vom Reich der Schatten. Schmirko. Du wirst die ägyptischen Götterkarten nicht ewig behalten. Tuchan! Ein Auserwählter wird das Reich der Es gibt einen Ausgang, doch er wird bewacht von einer großen Kreatur. Besiege sie, um hier rauszukommen. Benutze dafür dieses Set an Karten. Zusammen mit deinen Karten werden sie unschlagbar sein. Also gut, welches Monster wird mich wohl erwarten? Firewall-Drache. Jetzt wird mir einiges klar. Na, alter Bursche, kennst du mich noch? Unsere Beziehungen haben sich nicht verbessert, ne? Ui, war klar, dass Firewall-Drache der Wächter des Cyberspace ist. Na schön. Es gibt wohl nur einen Weg, um mit diesem Drachen fertig zu werden. Ganz langsam, mein Freund. Ich rufe Aussperrwache auf, um deinen Angriff zu blockieren. Definitiv der Tag der unbekannten Karten heute. Hoffentlich hat Totschein Radwasser im Ärmel. Mal sehen, was das Deck noch zu bieten hat.
Ich aktiviere meinen Topf der Begierden. Das heißt, indem ich die obersten 10 Karten meines Decks aus dem Spiel entferne, darf ich 2 neue Karten aus meinem Deck ziehen. Sehr gut. Als nächstes rufe ich Sicherungssekretärin auf. Und da ich sie durch ihren Effekt als Spezialbeschwörung beschworen habe, kann ich noch ein Monster aufrufen. Und zwar meinen Stapelwiederbeleber. Was? No, das ist doch... Willkommen zurück, Tureshan. Na dann los. Zeit, dies zu beenden. Ich lege alle meine 3 Monster von meiner Spielfeldseite auf den Friedhof, um dieses neue Link-Monster aufzurufen. Darf ich vorstellen, das Link-Monster, Dekodiersprecher. Das war aber noch nicht alles. Da Stapelwiederbeleber als Material für eine Link-Beschwörung verwendet wurde, kann ich nun meine Aussperrwaffe vom Friedhof im Angriffsmodus zurückholen. Und da einer der Link-Pfeile von meinem Dekodiersprecher auf meine Aussperrwaffe zeigt, erhält er ganze 500 Angriffspunkte extra. Lass uns das Ganze abschließen. Dekodiersprecher, mach dem hier ein Ende und besiege den bösen Drachen. Danke, Tureshan. Durch dich haben wir es zusammen geschafft. Wird Zeit, diesen Ort zu verlassen. Und Firewall-Drache kommt am besten mit. Hey, Kuribo. Du hast mir meinen Hund zurückgebracht. Danke, mein Junge. Da geht's einem noch gleich viel besser. Jemand, der ewig gejagt wird, weiß, wie er seine Spuren verwischt. Don't worry. Also, Cora, my was dear, genau willst du hier? we'll be united again. Das ist eine Weile her. You're a five-headed beast, won't follow your commands anymore. Let's find out if I do. Buster Blader, defend him! Das Reich der Schatten kann nicht besiegt werden. Es wird stärker mit jeder Niederlage. Puh. Ich bin wieder zurück. Und die Entdecker der Phantomritter sind ebenfalls wieder da.
Hallo, Konami Hauptzentrale? Hier spricht der Wächter der ägyptischen Götterkarten. Ich habe vernommen, dass bei Ihnen einige Fachleute und neu entdeckte Monster plötzlich verschwunden sind. Ich habe die verschwundenen Entdecker aufgespürt. Mithilfe eines guten Freundes. Ein kleiner Zwischenfall mit den neu entdeckten Monstern. Aber das Problem ist beseitigt und ich kann Ihnen versichern, dass die Monster vollkommen harmlos sind. Sie werden schon bald wohlbehalten bei Ihnen ankommen. Und die Phantomritter werden auf den nächsten Turnieren große Erfolge feiern. Beste Grüße. Vor allem an eine besondere Mitarbeiterin in Ihren Reihen. Sie hat eine Beförderung verdient. Ende der Durchsage. Tuo-chan hat die Wahrheit gesagt. Und wie es aussieht, wird er von nun an als Dekodiersprecher in der Monsterwelt existieren. Hoffentlich kann er dort seinen Kummer aus der Vergangenheit besser verarbeiten. Aber etwas macht mir dennoch Sorgen. Was meinte der Lord mit seinen letzten Worten, bevor er sich im Cyberspace aufgelöst hat? Die 3 Karten haben ein bedrohliches Schicksal. Eine Prophezeiung. 5000 Jahre alt. Schmirko, du wirst die ägyptischen Götterkarten nicht ewig behalten. Seltsam. Was könnte er damit gemeint haben? Es klingt, als würde den Göttermonstern noch irgendeine besondere Bedrohung aus dem Reich der Schatten bevorstehen. Tuo-chan weiß von irgendeiner Prophezeiung, von der ich nichts weiß. Leider waren seine Worte zu undeutlich, um etwas Genaueres zu erfahren. Aber was auch immer es ist, ich bin überzeugt, dass die Göttermonster diesem mit ihrer Macht gewachsen sind. Mit der Zeit werde ich das Geheimnis dahinter herausfinden. Hm? Oh, schon eine Nachricht von der Firma? Sehr geehrter Herr Schmirko, vielen Dank für Ihre großartige und überraschende Hilfe. Unsere Entdecker haben sich soeben zurückgemeldet. Ihre Taten verdienen entsprechende Belohnungen. Daher werden wir Ihnen als Anerkennung zunächst ein komplettes Set der Phantomritterkarten zusenden, bevor diese in die Massenproduktion gehen. Des Weiteren freuen wir uns, Sie weiterhin als Unterstützer unseres Spiels und Wächter der ägyptischen Götterkarten begrüßen zu dürfen. Wir sind überzeugt, dass Sie die Götterkarten von nun an noch aufmerksamer beschützen werden als je zuvor. Dazu sind wir gerne bereit, Ihnen jede Ausrüstung zuzusenden, die Sie dafür benötigen. Bleiben Sie gesund. Mit freundlichen Grüßen, die Firmenleitung. Wow. Es ist gut zu wissen, dass ich das Vertrauen der Firma nach dem kurzen Darkness-Zwischenfall wieder aufbauen konnte. Es ist meine Pflicht, diese Karten zu beschützen. Und nach diesen Ereignissen werde ich sicherstellen, dass so ein Fehler nie wieder passiert. Morgen werde ich das Cyburst-Deck gegen den Duellcomputer persönlich testen. Ich bin gespannt, was die besten Cyburst-Karten von Tuo-chan alles leisten können. Er hat eine Menge durchgemacht. Und im Grunde ist er ein guter Mensch. Nur der Schattenimperator allein hat seinen Rachedurst entfacht. Gut, dass dieser keinen Schaden anrichten kann, da er schon lange nicht mehr unter uns weilt. Jetzt habe ich dich. Ladies and gentlemen, reunited after a long time and finally back on stage. Please join me to give a warm welcome to the one, the only, the Gems!
Wurde langsam Zeit, dass die Link-Monster ins Spiel eingeführt werden. Ich werde es testen. Dann los. Zeit für ein Duell. Dieses Deck besitzt viele neue mächtige Monster, die die Welt noch nie zuvor gesehen hat. Duell wird gestartet. Hinweis, Sicherungen abgestellt. Ohne Sicherung wird das Duell so realistisch wie ein Schattenduell oder wie im Cyberspace. Dieses Deck hat im Cyberspace gezeigt, dass es im Ernstfall sehr gut funktionieren kann. Und ich weiß, dass es hier genauso passieren kann. Jedoch kann ich es nicht gegen einen echten Duellanten testen, solange die Link-Monster noch nicht im Umlauf sind. Duell Robot 2039 MT Online. Zeit für die allererste Link-Beschwörung auf unserem Planeten. Das ist also das Gefühl, das man Kälte nennt. Dieses Duell ist noch längst nicht entschieden. So wird es nicht enden.